Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, hier geht es um die letzte Vision in der Offenbarung des Johannes, das neue Jerusalem. Wofür steht dieses Bild der Stadt? Warum wird eine Frau damit assoziiert? Was bedeuten die 12 Tore dieser Stadt? Die Edelsteine in dieser Stadt? Warum gibt es hier keine Sonne, keinen Mond? Weil die Strahlkraft Gottes alles überstrahlt. Wofür steht dieses Bild? Weiters, wir erfahren hier vom Strom des Lebens und vom Baum des Lebens. Was ist diese Bedeutung dieser Symbole? Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation erfahren Sie mehr über das neue Jerusalem. Das ist die letzte Vision der Offenbarung des Johannes. Und hier ist anzumerken, in der Bibel erfahren wir in der Genesis über das Paradies, aus dem wir vertrieben werden. Und im letzten Buch der Bibel wird uns über das neue Jerusalem erzählt, auch ein paradiesisches Thema, aber eben mit einem ganz spezifischen Fokus. Sie erfahren hier über folgende Themen mehr, und zwar aus dieser Vision mit 32 Versen sind 9 Verse entnommen, auf die ich hier eingehen werde. Und hier geht es darum, wo und wann kommt das neue Jerusalem. Dann geht es um das Bild der Stadt. Warum werden Frauen mit diesem Bild der Stadt assoziiert? Was soll das eben bedeuten? Dann ein paar Bemerkungen zu den Edelsteinen und letztlich geht es um den Baum des Lebens. Wir beginnen gleich mit dem ersten Vers. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Andere Übersetzungen waren verschwunden, waren nicht mehr da und das Meer ist nicht mehr. Nun zur Erinnerung, in der vorhergehenden Vision ging es um das Gericht und hier haben wir dann erfahren, dass der Tod und das Totenreich oder Hades im Feuersee vernichtet wurden. Und somit ist eben dieser Dualität ein Ende gesetzt. Also das, worin wir heute leben, in diesem Spannungsfeld der Dualität, das ist zu Ende. Und das erklärt auch, es geht hier um einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der Weg zu Adam zeigt uns, und Adam in dem Sinne, der gottgleiche Mensch zeigt uns, der Weg zu Adam zeigt uns, das Tier wird durch die Liebe, durch das Lamm, den Messias, durch Jesus im Menschen besiegt. Das wird offenbart durch Christus, weitergegeben an Johannes mit den Worten, und ich sah die Hilfe. Der Name Christus bedeutet Messias, Jesus bedeutet der Herr hilft und wird offenbart durch Gnade. Also das ist die Bedeutung des Namens Johannes. Nehme ich die Offenbarung in mir auf, so bin ich ein neuer Mensch mit neuen Werten, einer neuen Bewertung. Ich bin herausgefischt aus dem Wasser, also wir lesen hier, das Meer ist nicht mehr, aus der Zeit mit einer neuen Sicht auf die Welt. Und bemerkenswert ist, eben wir erfahren schon hier und jetzt, ein neuer Himmel, eine neue Erde wird wahrgenommen. Und das Besondere ist, die alte Erde, der alte Himmel ist für die alten Menschen, also die jetzt diese Erfahrung nicht machen, nicht umkehren, ihre Maßstäbe nicht ändern, also ist für diese Menschen gleich geblieben auf unserer Erde, solange wir eben auf dieser Erde leben. Aber selbst sehe ich nun alles anders. In dem Vers lesen wir, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Weiters lesen wir, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bzw. Bräutigam. Eben hier dieses Bild der Stadt Jerusalem als Braut. Und wir haben auch schon erfahren, Jerusalem bedeutet übersetzt, wie Sie bereits wissen, das Erscheinen Gottes in der Vollkommenheit. Also dieses Erscheinen hier im Materiellen in seiner Vollkommenheit. Mit der Wahrnehmung der Gnade, eben der Herr ist Gnade, so wie wir eben Johannes erfahren,
auch mit dieser Stelle Ich Johannes. Hier sind diese beiden Stellen angeführt, zu Beginn und am Ende der Offenbarung. Also am Ende lesen wir, ich Johannes habe dies gehört und gesehen, und als ich es hörte und sah, fiel ich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten. Dann wird er ihm zurechtgewiesen und so weiter. Also, der Herr ist Gnade und ich kann auch die Erscheinung Gottes in der Vollkommenheit, eben das neue Jerusalem, erfahren, oder so kann es erfahren werden. Von Gott aus dem Himmel herabkommen. Also diese Erfahrung kommt aus dem Himmel herab, so wie wir Engel erfahren, aus einem bestimmten Winkel, Ideen in uns eindringen, so kommt dieses neue Jerusalem vom Himmel herab und begegnet uns. Es offenbart sich der neue Himmel und eine andere Sicht aufs Geschehen in der Welt. Das Wagnis der Schöpfung wurde erst durch die Bereitschaft der weiblichen Seite Gottes ermöglicht. Wie schon darauf hingewiesen, es gibt eine männliche und weibliche Seite Gottes. Gott ist nicht männlich. Und diese weibliche Seite hat sich bereit erklärt, mit der Seele hinabzusteigen in diese Welt. Mater, Mutter, Matere, das Weibliche, eben auch die Braut, wie wir hier lesen, ist nun bereit, sich zu vereinen. So wird das Ziel der Schöpfung sichtbar. Und wir lesen hier, ich sah. Nur durch die Vereinigung erfolgt die Rückkehr der Schöpfung zur Einheit, da die Liebe, das Lamm, ihr Mann, das Gesetz der Materie überwinden kann. Also diese Vereinigung der Gegensätze auf der einen Seite, so wie auch Mann und Frau, aber auch die des Diesseits und Jenseits. Weiters lesen wir, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, andere Übersetzungen Trauer, Traurigkeit, noch Geschrei, andere Übersetzungen Klage, Wehgeschrei, Weinen, Verzweiflungsschreie, noch Schmerz bzw. Schinderei, Mühe, Mühsal, Qualen wird mehr sein. Denn das Erste und andere Übersetzungen, was einmal war, was zuerst war, die früheren Dinge, die erste Welt, was früher war, ist vergangen. Diese Gotteserfahrung ist die Quelle für Freude und Liebe in mir. Gottes Gegenwart lässt uns Menschen die Ewigkeit ahnen, die Liebe, in der wir aufgefangen sind, wo es bei Gott kein Leid, noch Schmerz und Tränen gibt. Das Wort Tod, wie wir es hier vorfinden, ist das gleiche Wort, nur in einer anderen Flexion, wie wir es im 1. Korinther bei Paulus lesen, Tod, wo ist ein Stachel? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Und hier ist jetzt anzumerken, das war jetzt der Vers 21,4, der Vers 21,8 wurde bereits besprochen in der 12. Präsentation, in der vorhergehenden Präsentation eben des Gerichts. Und hier ist eine Liste von Personeneigenschaften genannt, die nicht in Jerusalem hineinkommen. Und hier eben unten in klein geschrieben, also dieser Vers 21,8, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Also hier eine Darstellung aus dem Jahr 1886. Hier links oben sehen Sie immer eingeblendet das Datum und soweit bekannten Künstler. Wie er das darstellt, dass diese Abscheulichkeiten eben ferngehalten werden von den Toren von Neuen Jerusalem. Eine andere Darstellung 2010 mit dem Titel Vor den Toren der Stadt. Jetzt ist nicht ganz klar, ob genau eben diese Eigenschaften, diese abtrünnigen Eigenschaften hier genannt sind. Das schaut mehr lustig aus. Auf diesem Bild eben nur eine Anmerkung. Auch Lustigkeit, Fröhlichkeit, das ist natürlich grundsätzlich Eigenschaften, die ein Mensch haben muss, sobald er eben diese Gotteserfahrung macht. Weiters lesen wir, und es kam zu mir einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen hatten, gefüllt mit den letzten 7 Plagen.
andere Übersetzung Schläge, Katastrophen oder Katastrophenschläge. Und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Auch wenn Liebe Anfang und Ende ist, so liegt dazwischen die Vertreibung aus dem Paradies, Brudermord, also von Kain und Abel, Sintflut, Kreuzigung, ausgelöst durch unsere Entscheidung, vom Baum der Erkenntnis zu nehmen innerhalb Gottes Ordnung des 7. Tages. Wir sehen bzw. sahen einerseits, was die Folgen dieser Verführung sind, unter anderem wie die 7 Plagen der Schalenengel. Also das ist diese Vision, bevor es zum Erklärungsengel kommt, sind diese Schalenvisionen. Andererseits sind wir nun auch bereit, die himmlische Hochzeit zu erleben. Und wo und wann kommt Jerusalem? Wir lesen ja weiter, und er führt mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen. Weitere Übersetzungen: niederkommen, herabstieg, herabsteigend, herniederfahren, herabkam, herabkommen, eben aus dem Himmel von Gott. Auf einem großen, hohen Berg wird hier Johannes geführt, und Berg und Verbergen sind verwandt und geben uns einen Hinweis, wie eben Weinreb schon gezeigt hat. Tief im Verborgenen zeigt mir der Engel in einer anderen Art zu denken die große Stadt Jerusalem. Deren Name bedeutet das Sehen der Erscheinung Gottes in seiner Vollkommenheit, wie schon ausgeführt. Ein anderer Theologe hat das so formuliert: diese neue Stadt Jerusalem, sie ist in jedem Menschen, in dem Christus wohnt. Sie wird gebaut in den Heiligen aus lebendigen Steinen. So Berger Zitat am Ende des Vortrages. Wichtig ist, sie kommt vom Himmel herab, also dieses Herniederkommen vom Himmel, dieses neue Jerusalem. Nicht einmal und dann steht sie hier, sondern das ist ein Ereignis, das immerfort stattfindet. Hier ein paar Darstellungen zu diesem Thema. Sie sehen auch von diesem Herniederkommen vom Himmel, also diese Stadt, die auf diesen Wolken getragen wird. Und hier das Entscheidende, Sie sehen auch diese Strahlkraft im Zentrum, die die Sonne und den Mond ersetzt. Sonne und Mond wären auch wieder solche Charakteristika der Dualität. Also diese Strahlkraft Gottes ersetzt das Licht, hier die Mauern und die Tore. Eine andere Darstellung, wie der Engel Johannes das Herniederkommen dieser Stadt zeigt. Oder hier aus dem Jahr 1933, 1937, ein Holzschnitt, 1977, oder von aktuellen Künstlern, namenlos. Hier sehen Sie diese Perle, weil wir auch dort lesen, das sind Tore. Eine Perle ist als Tor, also so groß wie die Tore in dieser Stadt. Noch eine weitere Darstellung. Und dann geht es um das Bild der Stadt. Warum werden Frauen mit dieser Stadt assoziiert? Ohne den historischen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Thema zu folgen, soll erneut auf die Rolle der Frau in der Schöpfung hier hingewiesen werden. Es gäbe keine Schöpfung ohne die weibliche Seite Gottes. Es gibt kein menschliches Leben ohne die Frau. Für die kleinste Einheit, die Familie, nimmt die Frau eine Schlüsselstellung ein. Für jede weitere Ausprägung des Zusammenlebens der Gemeinschaften und selbst in der größten Form der Stadt steht am Beginn die Frau. Ich möchte nur hinweisen, ich halte mich hier an mein Buch und lese daher oder zitiere aus meinem Buch. Bei den Städtegründern haben wir bisher nur von Männern gehört, eben Kain, Nimrod und Assa. Kain hat Henoch gegründet, diese Stadt, die er nach seinem Sohn benennt. Nimrod hat eine Reihe von Städten gegründet, so eben auch Babel bzw. Babylon und Ninive. Und
selbst sie stehen für die körperliche Seite. So führen auch sie den Weg der weiblichen Seite Gottes aus. Und was bedeutet das, dass diese Männer, Kain, Nimrod und Asser, für die körperliche Seite stehen? In seinen Werken führt dem Weinreb aus, dass diese Begegnungen mit diesen biblischen Gestalten, hier kann man unterscheiden, sind das Vertreter des Körpers oder der Seele. Von den 12 Stämmen hier eine Liste über Juda, Ruben und so weiter, sehen Sie in der ersten Spalte in Abkürzung mit einem Buchstaben, welcher Stamm für die Seele steht und welcher für den Körper oder die körperliche Seite steht. Und in diesem Fall Manasse und Juda stehen eben für diese seelische Seite. Und in dieser Spalte Leib-Seele-Charakteristik sehen Sie, welche Argumente dafür sprechen. Weinreb hat in seinen Werken die verschiedensten biblischen Persönlichkeiten genannt und auf welcher Seite wir sie wahrnehmen können. Also auf der leiblichen Seite steht zum Beispiel Aaron, Amalek und so weiter. Und auf der seelischen Seite Abraham, Adam, Abel und so weiter. Und unter diesem Gesichtspunkt bekommt dieser Brudermord einen anderen Fokus. Die körperliche Seite Kain erschlägt die Seele, die durch Abel vertreten wird. Weiters die Ausrichtung der Gemeinschaft, des Zusammenlebens bestimmt, in welcher Stadt wir geistig leben. Diese Verbundenheit wird unter anderem durch das Bild der Stadt ausgedrückt. Es geht nicht mehr allein um das Individuum, sondern um das Individuum und seine Beziehungen. Und so wird von der Frau in dem Bild der Stadt erzählt. Letztlich ist nicht nur das Leben miteinander verbunden, sondern die ganze Schöpfung. Wir lesen in der Offenbarung, jetzt hier in Grau, den schon vorher genannten Vers noch einmal, um diese fortführenden Vers besser verstehen zu können. Und er führt mich hin im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Und hier weiter lesen wir, die hatte die Herrlichkeit, andere Übersetzungen, mit dem Glanz, strahlender Glanz, eben die Herrlichkeit Gottes, ihr Leuchten bzw. Licht, Lichtglanz, Glanz, Strahlen, glänzte, funkelte, waren gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Und statt alleredelst wird auch übersetzt köstlich, kostbarsten, sehr höchst überaus kostbaren, sehr wertvollen Stein. Jerusalem, das Sehen der Herrlichkeit Gottes, wird mit dem Stein Jaspis verglichen. Der rote Jaspis steht auch für die Jungfrau, auch im Sternzeichen. Gemeint ist die Jungfrau, die das Neue gebiert, aber eben nicht auf die Art, wie sonst hier geboren wird, sondern auf nicht kausale Weise, wie im Weinreb ausführt. Dieses nicht kausale Geborenwerden hat den höchsten Stellenwert, ist der alleredelste Stein. Also hier geht es nicht um die Spekulation, ja, wie ist es möglich, dass eine Jungfrauengeburt überhaupt existieren kann. Hier geht es darum, dass das ein Ausdruck dafür ist, dass die Naturgesetzmäßigkeit durchbrochen wird, das Kausale durchbrochen wird, Wunder ermöglicht werden. Das Kind bringt auch in der Offenbarung die Wende. Der Verhinderer, der Satan, der Widersacher, wird aus dem Himmel verbannt. Weiters lesen wir es, also diese Stadt, sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Das Erscheinen Gottes in der Vollkommenheit würde man jenseitig erwarten, aber es wird von 12 Toren und Grundsteinen gesprochen und zeigt so einen klaren Bezug zur Zeit unserer Welt, da 12 für Raum, Zeit steht. 12 Tore ermöglichen den Zugang zu jeder Zeit und jedes Tor zeigt einen Engel und einen Namen der 12 Geschlechter, also 12 Stämme der Kinder Israels, Stämme der Söhne und Töchter Israels. Das sind wieder Engel, diese Einfälle, die mit einem gewissen Winkel ums Eck zu uns kommen
und jedes Geschlecht hat eine charakteristische Eigenschaft, durch die wir wie durch ein Tor in das neue Jerusalem kommen können. Der Engel steht als Hinweis für den Zutritt, zum Beispiel durch einen Einfall einer der 12 Stämme, als eine spezifische Seite in mir. Ein Engel bewacht auch das Paradies, das wir nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis nicht mehr betreten können, solange wir von diesem Baum essen. Und es ist auch wesentlich darauf hinzuweisen, die Bibel hat einen anderen Zeitbegriff als wir. In dem Moment, wo wir nicht mehr von dem Baum der Erkenntnis essen, eröffnet sich für uns in gewissem Maße auch wieder das Paradies auf Erden. Ein weiterer Hinweis in der 7. Präsentation wurde schon auf den Vers 21,16 eingegangen über die Maße der Stadt. Denn wie wir dort lesen, sind Höhe, Breite und Länge gleich, diese 12.000 Stadien. Weiters zur Stadt. Die Mauer einer Stadt, wie man früher aus Verteidigungsgründen einer Stadt Mauern gab, wie auch ein Haus Mauern hat, bringt eine Vielheit zur Einheit, also indem diese Mauern das zusammenhält, was drinnen ist. Was ist aber diese Einheit? Was herrscht in der Vielheit vor? In der Stadt Babel biblisch die Verwirrung, in der Stadt Jerusalem biblisch das Heilige. Es ist so oder so eine Gemeinschaft, die eben durch diese Mauern zusammengehalten wird. In der Mauer und den Toren kann auch eine archetypische Entsprechung der Stärke und Uneinnehmbarkeit unserer Beziehung, unserer Gemeinschaft gesehen werden. Im neuen Jerusalem mit Edelsteinen, im Heiligen ist das Edle die Stärke. Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und, wie wir lesen, und die Stadt ist aus reinem Gold wie aus reinem Glas. Und weiters lesen wir dann vom Baum des Lebens und von dem Strom, der ausgeht. Und auch wie wir heute wissen, ohne Wasser und Pflanzen würde man auch heute eine Stadt als nicht lebenswert wahrnehmen. Darstellungen zu diesem Thema der Stadt um 1000, dann 1047. Hier sehen Sie diese 12 Tore, 3 Tore jeweils in jede Himmelsrichtung aus dem Jahr 1275. Hier könnte man hier annehmen, dass das neue Jerusalem hier von diesen Pflanzen und Tieren umgeben auch in einem paradiesischen Umfeld steht. Hier wieder diese 12 Engel und auch die Stämme, die rund um diese Mauern bewachen. Und eine Darstellung dieser Apokalypse von Anger, diese großen Wandteppiche, wo all diese Szenen in Wandteppiche geknüpft wurden. Und 1500 bis 1570, wo in Matthias Gerung in seiner Lebenszeit hat er eine Darstellung gemacht dieser großen Stadt, und die Zwingli-Bibel 1531 hat eine ähnliche Darstellung, wo ihm wieder der Engel Johannes die Stadt zeigt, und hier eben aus der Lutherbibel 1545 in kolorierter Form. Und 1550 wieder eine dieser dichten Darstellungen von Jean Duvet, und hier in der Mitte sehen Sie diesen Lebensbaum und eben auf dem Thron Gott und Christus. 1630 eine weitere Darstellung. 1680 aus der Doré-Bibel 1860 und zum Schluss eben 2010 von Paul Meersmann, wo etwas von diesen Edelsteinen zu sehen ist, hier im Zentrum der Stadt, wo eben dieses Licht, diese Herrlichkeit Gottes
die alles überstrahlt, auch zu sehen ist. Also diese Steine stehen eben für diese edlen Wahrnehmung dieser wunderbaren und edlen Gedanken, die die Menschen auch prägen, die dort eintreten. Zu dem Thema Edelsteine. Für das Fundament, die Grundsteine der Mauer, wird nicht von Stein, Fels oder Sand gesprochen, sondern von Edelsteinen. Edelsteine, wie sie auch Moses bei der Aufzählung der 12 Edelsteine auf dem viereckig geteilten Brusttuch für den Mantel des Hohepriesters Aaron nennt, die ebenso für die 12 Stämme Israel stehen. Deutet man die biblischen 12 Stämme sowie das biblische Israel heute nationalistisch, politisch oder nur historisch, so baut man am Turmbau zu Babel, welcher mit dem Turm den Himmel erreichen will, also mit irdischen Maßstäben den Himmel erreichen will, wo man mit irdischem Maß die himmlischen Gesetze auf der Erde festmachen, festnageln, kreuzigen will. Hier eine Liste dieser Edelsteine oder dieser Steine, die sind eben nicht immer Edelsteine, die hier genannt werden, aus der Offenbarung, und ein Vergleich mit den 12 Edelsteinen oder Steinen auf dem Brustschild des Hohepriesters ist deswegen schwer möglich, da diese Übersetzungen im Alten Testament für diese Steine eben nicht eindeutig sind. Sie sehen hier in der ersten Spalte diesen Namen des Steins und um welches Mineral es sich hier handelt, mit der chemischen Formel und so weiter. Ich habe das in meinem Buch unter dem Abschnitt Baum des Wissens angeführt, diese Tabelle. Wir wechseln zum Baum des Lebens. Und hier lesen wir, und er zeigte mir einen Strom, also Fluss von lebendigem Wasser, klar wie Kristall, der ausgeht, entspringt oder hinabfloss, hervorging, hervorströmte von dem Thron Gottes und des Lammes. Und zur Erinnerung, in der zweiten Schöpfungsgeschichte am 4. Schöpfungstag, also somit mit dem 5. Schöpfungsakt, fließt ein Strom aus Eden, der sich dann in 4 Flüsse teilt, wie wir dort lesen können. Im Gegensatz dazu fließt hier ein Strom des Lebens, also lebendiges Wasser, der sich nicht weiter teilt, sondern eine Einheit bleibt, also ein Strom aus der Quelle der Liebe, aus diesem Thron, wo Gott und Christus sitzt. Dort entspringt dieser Strom. Wir sind zurückgekehrt dort, wo Gott und Christus herrscht oder ruht auf dem Thron, auf dem Stuhl. Mitten auf ihrer Straße auf beiden Seiten, andere Übersetzung diesseits und jenseits des Stromes, des Flusses, Bäume oder auch Holz oder Baum des Lebens. Und die tragen 12-mal Früchte. Jedes Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung. Andere Übersetzung Gesundheit als Heilmittelpflege, als Medizin der Völker bzw. Heiden. Auf allen Wegen der Erscheinung Gottes in seiner Vollkommenheit gibt es auf beiden Seiten des Lebensstroms den Baum des Lebens. Also das ist wieder so ein Paradoxon für die Einheit. Der Baum des Lebens auf beiden Seiten. Diesseits und jenseits. Zu jeder Zeit trägt der Baum Früchte, 12-mal Früchte. Aber es muss nicht erst Sommer und bei uns Herbst werden. Es ist immer schon da. Die Blätter dienen zur Heilung, zum Heil, Ganzmachen des Körpers. Also hier auch Völker oder Heiden, aller Menschen. Der Körper, der eigene Körper und Völker im Hebräischen gleich geschrieben werden. Sie dienen nicht zum Bedecken der Scham, wie in der Schöpfungsgeschichte nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis. Noch eine Anmerkung. Jedes Monat bringen sie ihre Frucht. Also diese zeitliche Komponente, solange wir auf dieser Erde leben, nehmen wir das als Entwicklung wahr. Im Jenseitigen ist das sozusagen zusammengeschoben, immer allgegenwärtig, ist jedes Monat verfügbar. Und daher auch der Baum des Lebens repräsentiert nicht diese Entwicklungsseite, sondern diese Seite,
sowohl die Erfahrung der Erkenntnis ist möglich, der Entwicklung, als auch, dass eben schon alles immer vorhanden ist. So heilen wir, nachdem wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, das Äußere mit dem Baum des Lebens, heilen wir die Seele. Abschließend ein paar Bilder aus dem Jahr 450, eine Darstellung mit dem Strom und rechts und links die Bäume. Hier sehen wir auch wieder um 1000 diesen Strom, der vom Thron entspringt. Eine stilisierte Darstellung wieder 1047 oder 1150, wo eben stilisiert auf dem Berg wieder der Engel mit Johannes steht. Wieder 1275. Und einer dieser Wandteppiche mit diesem Thema 1937 und aktuelle Künstler, namenlose Künstler, ich bin nicht vorgedrungen zum Namen der Künstler, aber hier ist im Wesentlichen zu zeigen, dass dieses Wasser oder diese Verbindung dieser Stadt auf der einen Seite mit dieser kosmischen Dimension oder anderen kosmischen Spiralnebeln. Und die letzte Darstellung dieses Stroms, wo rechts und links die Bäume des Lebens zu sehen sind und er strahlt von der Herrlichkeit Gottes, wo es diese Polarität Tod nicht mehr gibt, wo es keine Gegensätzlichkeit mehr zwischen Sonne und Mond bedarf, sondern dieses Erstrahlen im Ewigen, wo diese Gegensätze alle nicht mehr existieren, nur mehr die Lichtseite präsent ist. Eine Vorahnung für das, was uns im Jenseitigen erwarten wird, eine frohe Verheißung, die wir ansatzweise auch schon im Diesseits erleben können, sobald wir uns dem Baum der Erkenntnis den Rücken zukehren, uns dem Baum des Lebens zuwenden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses paradiesische Ende ist diese große Botschaft, wo alle Gegensätze aufgehoben sind, die letztlich von der gesamten Schöpfung, auch von allen Menschen erfahren werden kann. Dankeschön. Abschließend sehen Sie wieder die verwendeten Quellen, die Bilder und der Hinweis auf mein Buch, das die Grundlage für diese 13-teilige Präsentation ist, und die Facebook-Gruppe und die Mailadresse. Dankeschön.